Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das Brompton ist so ziemlich das ikonischste Faltrad, das es gibt. Und eine Besonderheit beim Brompton war auch immer dessen Einfachheit und die Reduzierung aufs Wesentliche. Dieses Brompton hier hat jetzt allerdings einen Elektromotor und eine neue 12-Gang-Schaltung. Und die Frage ist jetzt, nimmt das so ein bisschen den Spirit des Brompton weg oder ist das hier das beste Brompton aller Zeiten? Das wollen wir in diesem Video rausfinden. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, baby? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. Das Brompton wurde 1975 vom Briten Andrew Ritchie erfunden und ist damals wie heute berühmt und beliebt für sein kompaktes Faltmaß und den legendären Faltmechanismus. Den zeige ich euch aber nachher. Und das Besondere ist auch, dass sich die Optik, das Design des Brompton seitdem im Grunde kaum verändert haben. Es sind immer nur Detaillösungen im Endeffekt verbessert worden und auch das Produktionsland hat sich seitdem nicht verändert. Alle Brompton-Rahmen werden nach wie vor in England geschweißt und produziert. Was sich allerdings geändert hat, ist, dass es mittlerweile 4 verschiedene Modelllinien gibt. Die A-Line ist so die Einsteigerklasse, die C-Line, die Mittelklasse, das berühmteste oder beliebteste Rad eigentlich, wenn man so will. Die P-Line, wie dieses hier, ist die Oberklasse und die T-Line, nun ja, die hat einen Rahmen aus Titanium und ist damit dann Luxusklasse. Auf jeden Fall bietet Brompton mit diesem Line-Up für so ziemlich jedes Budget das passende Faltrad. 2022 habe ich euch ein Rad aus der C-Line gezeigt. Das verlinke ich jetzt mal hier oben. Es ist ein tolles Fahrrad. Aber das hier ist jetzt ein Rad aus der P-Line. Und der wesentliche Unterschied zwischen der C-Line und der P-Line besteht darin, dass hier sowohl Gabel als auch Hinterbau aus Titan bestehen. Und damit nochmal ein bisschen was an Gewicht einsparen und auch natürlich nochmal eine ganze Ecke edler sind. Aber dieses Rad hat noch einige andere Änderungen erfahren, auch in den letzten beiden Jahren halt. Und die wollen wir uns jetzt mal im Detail ansehen. Erstmal ist erstaunlich, wie viele Brompton-Logos wir entdecken können. Hier, 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 hier. Und das heißt natürlich, dass viele dieser Teile auch proprietär sind, also nur fürs Brompton auch passen. Allerdings ist das auch notwendig, damit es sich so klein zusammenfalten lässt wie dieses Fahrrad hier. Wir beginnen mal damit, den Akku rauszunehmen, weil das muss man vor dem Faltvorgang auf jeden Fall machen. Der ist auch verhältnismäßig klein und leicht, gehe ich gleich noch drauf ein. Und dann muss man eine spezifische Reihenfolge einhalten, um das Rad schadfrei so klein zu bekommen. Wobei die letzten beiden Schritte kann man auch vertauschen mit der Sattelstütze und dem Lenker. Apropos Sattelstütze, wenn wir die jetzt noch komplett reinschieben und das Pedal auch hier reinstecken, dann haben wir ein außergewöhnlich kleines Faltmaß von knapp 60 x 60 x 30 cm. Und was auch auffällt hier beim Brompton, auch ein unbestreitbarer Vorteil. Der gesamte Antrieb, der befindet sich jetzt auf der Innenseite zwischen den Rädern. Eine Besonderheit jetzt hier bei dem P-Line-Modell ist dieses neue Pedal, das jetzt nicht mehr in einer Faltversion kommt, wo es nach unten gefaltet werden kann, sondern ja, abgenommen und hier reingesteckt werden kann. Das kommt halt wieder hier an die Seite rein und zum Auffalten muss man im Grunde alle Schritte rückwärts machen. Die Sattelstütze hoch, weil wenn man das jetzt noch hochnimmt, dann sperrt die Sattelstütze den Auffaltmechanismus. Wie gesagt, sehr gut gelöst. Und dann muss man nur mit einem Schwung das Rad einmal ausklappen, hier wieder festdrehen, Akku reinsetzen und dann kann es losgehen.
Eine Sache ist euch vielleicht gerade aufgefallen, Bromptons haben keinen Ständer. Zum Abstellen schwingt man dann das Hinterrad einfach unter den Hauptrahmen und schon steht das Rad. Und wenn man es wieder aufhalten möchte, einfach kurz anheben, mit Schwung wieder einrasten lassen und schon kann man wieder damit fahren. Und hier bei diesem Rad ist auch noch der neue Roller Frame montiert. Das ist ein ziemlich schönes Stück Technik, möchte ich sagen. Denn auf der einen Seite lässt er sich mit bis zu 10 Kilogramm belasten und somit kann man hier entweder die Brompton eigene Tasche oben drauf montieren oder eigene Sachen, die man einfach mitnehmen muss, oben irgendwie verzurren. Packtaschen an der Seite sind wegen des geringen Raums vorne zu den Pedalen nicht möglich. Das Besondere ist aber, dass hier eben diese Rollen montiert sind. Diese Rollen hier vorne hat jedes Brompton, aber durch diesen Roller Frame steht das Brompton auf dem Gepäckträger nochmal eine ganze Ecke sicherer und kann auch, wenn es zusammengefaltet ist, ganz einfach geschoben werden. Ebenfalls anders als beim C-Line, das ich 2022 getestet habe, sind mittlerweile die Farbschemata. Das P-Line kommt mit teilweise sehr besonderen Farben. Das hier ist so ein bisschen die unauffälligste von ihnen. Das ist die Farbe Lunar Ice. So ein bisschen hellblau mit so einem Glitzereffekt. Und dann sind alle Teile, die früher silber waren, nun schwarz. Bis auf die Bremsflanken. Und das gibt dem ganzen Rad doch nochmal ein ziemlich moderneres Auftreten und sieht, ja, deutlich fresher aus, wie die Jugend von heute sagen würde. Was gleich geblieben ist, ist die große Variabilität für verschieden große Leute. Insgesamt gibt es von Brompton 3 verschiedene Lenkerhöhen, wobei das hier die mittlere Lenkerhöhe darstellt. Und dann gibt es auch 2 verschiedene Sattelstützen. Einmal eine normale Sattelstütze für normale Leute und dann eine Teleskopsattelstütze, so wie diese hier, für, nun ja, Teleskopleute. Also Menschen bis zu 2,5 Meter, wenn wir sie ganz ausziehen, sollten je nach Innenbeinlänge eine passende Sitzposition finden. Und dann ist die Überhöhung natürlich jetzt hier mit dem mittleren Lenker besonders stark, aber das ist schon ein richtiger Turm hier. Und für Menschen, die etwa 1,10 Meter sind, findet das Brompton auch Platz. Wobei realistischerweise wahrscheinlich eher so ab 1,50 Meter. Ich habe es im Intro gesagt, dieses Rad hat einen zuschaltbaren Allradantrieb und zwar in Form eines Elektromotors, der hier vorne in der Narbe sitzt. Das erste Brompton Electric wurde 2017 vorgestellt und dieses Prinzip, dieses Konzept ist somit nicht neu, sondern schon ziemlich erprobt. Der Basispreis erhöht sich um etwa 1.200 €, wenn man das Rad mit einem Elektromotor haben möchte, im Vergleich zu einem Rad ohne Elektromotor. Und das Besondere beim Brompton Electric ist auch, dass das Grundrad das gleiche ist. Aber für diese 1.200 € bekommt man trotzdem so einiges. Erstmal die Funktion, dass die Beleuchtung von dem Hauptakku gespeist wird. Das heißt, kein Rumgefummel mehr mit irgendwelchen kleinen Akkusteckleuchten. Der Motor an sich wurde in Zusammenarbeit mit Williams Racing entwickelt, hat also so ein bisschen Formel-1-Gene und der soll nicht nur besonders gut ansprechen, dadurch, dass er einen Drehmomentsensor hat, sondern auch richtig viel Power haben. Und das werden wir gleich mal im Fahreindruck überprüfen. Der Akku sitzt hier vorne da, wo bei unmotorisierten Bromptons die Gepäckträgeraufnahme ist. Der Akku dann an sich kommt in dieser Tasche, die auch noch ein paar Möglichkeiten bietet. Auf der einen Seite sind hier an der Seite so kleine Taschen montiert, wo man zum Beispiel ein Faltschloss unterbringen kann. Und hier vorne ist dann auch noch eine Tasche, wo man größere Dinge lagern kann, ein paar Dokumente oder auch das Smartphone oder was auch immer, vielleicht auch die ein oder andere Flasche, kann man hier vorne einfach reinstellen. Und wie für Brompton üblich, gibt es dann natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um diesen Akku in eine andere Tasche irgendwie reinzusetzen, die dann noch mal eine ganze Ecke größer ist. Und wie ebenfalls für Brompton typisch, gibt es auch wahnsinnig viel Zubehör von Drittherstellern. Der Akku an sich hat eine Kapazität von 300 Wattstunden und die Bedienung läuft dann komplett über diese Bedieneinheit hier oben. Das Rad an sich schaltet man mit diesem Knopf ein oder aus, mit einem langen Druck. Dann startet es kurz und dann lassen sich auch mit diesem Knopf die einzelnen Unterstützungsstufen durchschalten. 3 Stück gibt es derer. Und dann gibt es für die Beleuchtung noch die Stufe Ein, die Stufe Automatik und die Stufe Aus. Und hier oben wird dann mittels 5 LED der aktuelle Ladestand angezeigt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, mittels der Brompton App alle möglichen Informationen auf dem Smartphone anzuzeigen. Und deswegen ist hier dankenswerterweise auch die Quadlog-Aufnahme installiert.
Nettes kleines Detail. Wenn man das Rad abstellt, sollte man auf jeden Fall den Akku immer mitnehmen, was auch einfach gelingt. Er lässt sich einfach hier mittragen, ließe sich eventuell auch hier einfach festschnallen. Allerdings würde ich das nicht unbedingt immer empfehlen. Was aber eine coole Funktion ist, dass hier mit dieser Tasche auch noch so ein Tragegurt montiert ist und dann kann man sich den auch einfach über die Schulter werfen. Wenn man dann aber wieder am Rad angekommen ist, sollte man den natürlich immer wieder komplett reinfalten, weil so könnte das während der Fahrt ein bisschen gefährlich werden. Der zweite Punkt, den ich im Intro erwähnt habe, ist die Gangschaltung. Denn mit 12 Gängen hat dieses Brompton nicht nur mehr Gänge als jedes andere serienmäßige Brompton davor, sondern auch die größte Übersetzungsbandbreite. Und wie sie das erreichen, ist auch ziemlich spannend. Auf der einen Seite kombinieren sie die neue 4-Gang-Schaltung mit der klassischen 3-Gang-Narbe. Die Narbe funktioniert so ähnlich wie ein Dreifach-Kettenblatt vorne. Und wenn man das dann mit einer 4-Gang-Schaltung kombiniert, 3x4 sind 12. Dieses ganze Teil, das ist alles wirklich super klein und kompakt. Und das Besondere ist auch, dass Brompton hier keine handelsübliche Schaltung verwendet mit einem klassischen Schaltwerk, sondern ebenfalls wiederum eine eigene Schaltung hier entwickelt hat, die aus 2 Teilen besteht. Und diese 12-Gang-Schaltung hat jetzt eine Gesamtbandbreite von 406%, was schon sehr nah an aktuelle Gravel-Bikes rankommt. Also diese große Bandbreite mit der 12-Gang-Schaltung, Elektromotor mit Allradantrieb, Titankomponenten. Jetzt wäre mal spannend zu sehen, wie sich das fährt, oder? So, unterwegs mit dem Brompton Electric P-Line 12-fach. Und jetzt müssen wir gleich erstmal durch den gefülltesten Kreise Lübecks. Okay, und was zuallererst auffällt, dieses Ding hat eine megamäßige Beschleunigung. Wir sind jetzt in der höchsten Unterstützungsstufe, in Stufe 3 von 3, in der kleinsten Übersetzung und wir geben mal Vollgas. Und 25 km/h. Das geht mega gut. Wenn man besonders in die Pedale tritt, dann zieht das Vorderrad natürlich deutlich, fängt sich schnell wieder, aber das ist ein ziemlich lustiger Effekt. Kopfsteinpflaster kann das Brompton auch erstaunlich gut. Erstmal hat der Rahmen einiges an Flexibilität und dann sind die Reifen auch trotz ihrer geringen Breite erstaunlich komfortabel und gemütlich. Der Motor ist jetzt gerade so, dass er einen easy peasy auf 25 km/h hält. Das Besondere aber an diesem Bike jetzt hier ist natürlich die Schaltung. Hier auf dieser Seite wird die 3-Gang-Narbenschaltung geschaltet und auf dieser Seite die 4-Gang-Kettenschaltung. Und ich habe jetzt beim Fahren folgenden Weg rausgefunden, wie ich am besten mit diesen Motor auch nutze. Und zwar ist das hier die Hauptübersetzung. Das hier bestimmt die Hauptübersetzung. Und das hier dann die Wunsch-Trittfrequenz. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also wir sind jetzt wieder im ersten Gang, fahren los. Der Motor macht seine Arbeit und dann kann man in den zweiten schalten und dann in den dritten. Und schon habe ich bei 25 km/h eine gute, angenehme Übersetzung. Und nehmen wir jetzt mal an, ich bin ausgesprochener Langsamtreter, kann ich hier dann mit der Kettenschaltung das Ganze noch so ein bisschen anpassen, dass ich entweder besonders langsam trete oder halt mit einer für mich angenehmen Trittfrequenz oder aber ich schalte in den zweiten und dann dort in eine angenehme Trittfrequenz. Also der Motor macht es einem leicht, nur diese 3-Gang-Schaltung quasi zu nutzen und die 4 Gänge so ein bisschen dann für die Feinjustierung zu nutzen. Wenn dieses Rad keinen Motor hätte, dann müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zwischen den Gängen hin und her schalten. Aber dank des Motors, der so viel Power hat, geht das hier mit dieser 3-Gang-Schaltung alleine schon sehr, sehr gut. Was aber auch der Fall ist, ganz am Anfang verhaspelt man sich mit den beiden Schalthebeln und den 12 Gängen schon ein paar Mal. Die Sitzposition ist für mich mit 1,96 m und diesem mittelhohen Lenker jetzt sehr sportlich. Wenn ich ein bisschen aufrechter sitzen wollte, dann würde aber der hohe Lenker noch etwas mehr aufrechtes Sitzen ermöglichen. Was jetzt hier durch diesen schweren Aufbau hier vorne nicht so einfach möglich ist, ist das Freihändigfahren. Da schaukelt sich das Rad verhältnismäßig schnell auf. Die Gangsprünge bei der 3-Gang-Schaltung sind ausgesprochen hoch. Also wenn ich jetzt hier vom zweiten in den ersten schalte, dann muss ich plötzlich sehr schnell treten.
Und auch im dritten dann, also 3 und 4 auf der anderen Seite, ist das eine ausgesprochen langsame Trittfrequenz. Das Ein- und Auskoppeln des Motors ist ausgesprochen sanft. So sanft, wie ich es bei noch kaum einem Frontmotor erlebt habe. Was man auch wissen muss natürlich, dadurch, dass es eine Kettenschaltung ist, auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine Nabenschaltung, muss man so ein bisschen unterschiedlich agieren, wenn man schaltet. Also wenn man hier schaltet, kurz Druck vom Pedal nehmen. Wenn man hier schaltet, weiter treten. Auch das, daran muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen. Wir fahren jetzt den mächtigen Jerusalemsberg hoch und los geht's. Und wir nicht zu viel Kraft aufs Pedal, sondern eine angenehme Trittfrequenz, eine angenehme Power aufs Pedal und dann sehen wir mal, wie gut uns das Rad hier hochbringt. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit mehr anzeigen zu lassen. Also es fühlt sich schnell an. Ich kann nicht sagen, wie schnell es ist. Das kann ich euch gleich mal bei Strava zeigen. Oder blende ich jetzt hier ein. Aber das ist eine angenehme Geschwindigkeit. Also der Motor hat wirklich tatsächlich viel Power. Was man aber auch jetzt vielleicht merkt, er ist nicht ganz leise dabei. Also das Rausbeschleunigen ist eine echte Nummer. Das macht so viel Spaß mit diesem Bike. Wenn man jetzt hier mit fährt und sich so ein bisschen in die Kurve lehnt, dann ist das Brompton typisch. Nach wie vor das gleiche Erlebnis auch mit dem Motor, der natürlich das ganze Rad schwerer macht, aber das Rad legt sich leicht in die Kurve. Der Lenker ist natürlich verhältnismäßig schmal. Auch wenn man aus dem Pedal geht, dann reagiert das Rad unter einem nicht flexibel, also es verwindet sich nicht. Bei Kanten, höheren Kanten oder Schlaglöchern muss man ein bisschen aufpassen, aber dank dieser schnellen Reaktionszeit kann man die auch einfach vermeiden. Und auch wenn man die Unterstützung komplett ausschaltet, ist er auch komplett entkoppelt. Und auch das ist wirklich super schnell. Also ich fahre jetzt hier ohne Motor und durch diesen kleinen Laufradumfang und diese leichten Laufräder lässt sich das Rad auch ohne Motor echt gut beschleunigen. Wir beschleunigen jetzt mal auf 25 km/h und machen dann gleich den Bremstest. Und zwar da vorne an der letzten Laterne. Okay, ich habe jetzt da angefangen zu bremsen aus 25 km/h. Hier könnt ihr eine Spur erkennen, die der hintere Reifen hinter sich hergezogen hat. Also die vordere Bremse ist stark genug, um auch eine starke Bremsung durchzuführen und das Hinterrad so ein bisschen anheben zu lassen, damit das eben komplett blockiert. Dafür muss man allerdings schon recht viel Handkraft hier auf den Bremshebel aufbringen. Also nicht das knackigste Bremserlebnis, aber zuverlässig und kommt auf jeden Fall auch in einem vorausschaubaren Rahmen zum Stehen. So, nun, diese Steigung ist ziemlich knackig, die wir jetzt hier hochfahren und mal sehen, wie uns der Motor da hochbringt. Langsame Geschwindigkeit, einfach nur ein bisschen Kraft aufs Pedal. Untenrum ist die Übersetzung deutlich besser, als das bei den früheren Versionen ohne die 12-Gang der Fall ist. Allerdings werden wahrscheinlich sich trotzdem ein paar Leute noch eine etwas leichtere Übersetzung wünschen, gerade untenrum. So fährt sich das Brompton P-Line Electric mit der 12-Gang-Schaltung. Wir gehen jetzt mal zu Zukunftstillmann ins Studio, denn der hat sich so ein paar Gedanken gemacht zum Fazit zu diesem Bike. Ihr findet die komplette Bewertung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix unten über den Link in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir aber mal auf 3 Punkte eingehen, die mir besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die mir weniger gut gefallen haben. Und der Frage nachgehen, ob das beste Brompton aller Zeiten ist. Was mir natürlich ganz als erstes besonders gut gefällt, ist der Brompton-Effekt. Dieses Faltrad ist so klein, schnell zusammenfaltbar, es passt überall rein, es hat eine riesige Community, es hat wahnsinnig viel optionales Zubehör und es ist einfach ein Kultprodukt, das auch 2024 wahnsinnig gut funktioniert. Der zweite Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist diese wahnsinnig gute Verarbeitung. Hier sitzen alle Verbindungen fest. Wenn man das Rad auseinanderfaltet, dann faltet es sich auch nicht aus Versehen wieder zusammen oder im zusammengefalteten Zustand faltet es sich nicht aus Versehen auseinander. Das hat Brompton über die Jahre perfektioniert und auch während der Fahrt, selbst Offroad, klappert dann nichts, sondern das ganze Fahrrad fühlt sich richtig stabil und wie ein großes Fahrrad an, wären da nicht diese kleinen Laufräder.
Und der dritte Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist dieser Motor hier. Denn der hat wahnsinnig viel Power. Der ist schneller auf 25 km/h als die meisten Autos. Und er passt auch sehr, sehr gut zum Brompton. Er spricht sanft an, er läuft nicht nach, auch dank dieses Drehmomentsensors im Tretlager. Das hat Brompton einfach sehr, sehr gut abgestimmt. Und dieser Motor hat natürlich auch mit diesem kleinen Vorderrad überhaupt keine Probleme, das irgendwie zu beschleunigen. Und dadurch ist dieser Effekt natürlich nochmal verstärkt. Und da sind wir schon bei den Punkten, die mich nicht so ganz überzeugt haben. Der erste Punkt ist die Bedienung der 12-Gang-Schaltung. Wenn man von der 6-Gang-Schaltung kommt, wo es 3 und 2 Gänge zu schalten gab, dann gab es einen ziemlich stringenten Ablauf, wann welcher Gang zu schalten ist und in welcher Reihenfolge. Bei der 12-Gang-Schaltung ist das ein bisschen komplexer, weil diese Reihenfolge einfach nicht besteht, weil manche Gänge sich überschneiden und dadurch redundant werden. Das macht die 12-Gang-Schaltung im Alltag ein bisschen fummelig. Da muss man öfter links und rechts hin und her schalten, um dann den richtigen Gang zu finden. Der zweite Punkt betrifft ebenfalls die Schaltung, hier aber eher die Gesamtübersetzung. Über 400% Gesamtbandbreite ist richtig gut, aber sie ist auch unnötig lang. Bei einer Trittfrequenz von 75 Umdrehungen pro Minute sind allein 2 Gänge bei über 35 km/h. Und realistischerweise braucht das kaum jemand. Da wäre es eher besser, so einen richtigen Berggang zu haben, weil untenrum fehlt es dann doch teilweise für richtig steile oder längere Anstiege. Und der dritte Punkt ist der Preis. Denn für dieses Fahrrad in dieser Ausstattung zahlt man über 4.500 €. Ist es diesen Preis wert? Ich würde schon sagen, denn dieser Motor, diese Titankomponenten, diese komplexe Schaltung, das hat halt alles seinen Preis. Aber die Frage ist, braucht man diese Kombination? Und da stellt sich dann wiederum die Frage, ist dieses Bike, so wie es hier steht, noch der Spirit of Brompton? Ich weiß, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber diese Kombination hier, die braucht wirklich kaum jemand. Die 12-Gang-Schaltung, so komplex sie zu sein scheint, ist super für alle geeignet, die ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollen, die mit der passenden Trittfrequenz unterwegs sein wollen, vielleicht auch mal schneller fahren, vielleicht auch mal stärkere Steigungen haben, sofern sie nicht zu steil werden. Aber kombiniert man das mit diesem Motor, dann werden 6 der 12 Gänge völlig unnötig. Weil ich habe zum Beispiel fast jedes Mal nur mit der Nabenschaltung geschaltet. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, dann war ich auf 25 km/h und fertig. Da brauche ich nicht noch so eine komplexe 4-Gang-Schaltung dann mit mir rumschleppen. Auf der anderen Seite macht der Motor, so leicht das Gesamtsystem ist, das Fahrrad doch signifikant schwerer. Und dann braucht man im Grunde auch diese Leichtbauteile an der Gabel und am Hinterbau nicht, außer wenn man das Fahrrad wirklich jeden Tag irgendwie rumschleppen muss oder rumtransportieren muss. Und da würde dann im Endeffekt auch die Electric C-Line reichen, denn wiederum ist der Motor stark genug, um auch das 1 Kilogramm Mehrgewicht der C-Line einfach zu beschleunigen. Das Brompton Electric P-Line mit der 12-fach-Schaltung ist natürlich schon ein echtes Brompton, aber es lässt so ein bisschen die Einfachheit vermissen, die andere Bromptons auszeichnet. Und für wen würde ich jetzt dieses Brompton hier empfehlen? Im Grunde nur für alle, die die 12-fach-Schaltung brauchen, wegen der Bandbreite und auf den Motor nicht verzichten können. Also wenn ihr wirklich auch mal stärkere, längere Steigung habt auf euren Geschäftsreisen oder wenn ihr auch einfach Bock drauf habt. Für alle anderen, wenn ihr ein elektrisches Brompton haben wollt, würde ich die Electric C-Line mit der 6-Gang-Schaltung empfehlen. Und wenn ihr einfach ein leichtes, schnelles, spritziges, sportliches Brompton haben wollt, dann schon die P-Line mit der 12-Gang-Schaltung, aber dann ohne Motor, weil das Rad, das fährt sich auch ohne Motor richtig klasse. Daher ist das hier, glaube ich, nicht mein favorisiertes Brompton. Also da muss ich wahrscheinlich noch die T-Line testen, die Tillmann-Line. Sagt doch jetzt mal in den Kommentaren, was ihr von dem Brompton P-Line Electric 12-fach haltet. Seht ihr das genauso wie ich oder habt ihr andere Gedanken dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann. Habe ich selber fast vergessen, was ich sagen wollte.